For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein Iguana. Allerdings die Farbform Thanos heißen die. Thanos ist der T+ Snow, also T+ für Tyrosin positiv, ne, bei dem Albino, ne, negativ und positiv gibt es. Der Thanos ist T+. Das Tolle daran ist auch, dass die passt eigentlich auch ganz gut, weil wie ihr seht, ich stehe hier draußen in der Sonne und gerade die T+ Albinos haben auch keine Probleme mit den Augen, wie man es bei den T- manchmal hat, ne, dass die das helle Sonnenlicht nicht vertragen. Beim T+ hat man das nicht. Somit kann ich hier mit dem Thanos in die Sonne stehen. Ich finde es ein wunderhübscher Leguan. Wollten euch deswegen als Intro-Tierchen zeigen. Ansonsten der Grund, wieso ich draußen stehe, hier vor unserem M&S Reptilien-Transporter. Ich muss heute wieder in die große, weite Welt für euch. Mittlerweile wisst ihr, dass große, weite Welt als gar nicht so viel heißt bei mir manchmal. Also so, ich glaube, ich muss ich weiß nicht, ist es schon Hessen, aber zumindest die Richtung oder letzter Zipfel von Baden-Württemberg ist, glaube ich. Da ist ein Reptilienzüchter, da tue ich heute ein paar Tiere abholen, die er gezüchtet hat, die er mir verkauft. Und ein bisschen ist das ein Back to the Roots Folge, ne? Also ganz früher, so 20, 30 Jahre zurück, da war das echt gang und gäbe. Da ist man ins Auto gesessen, zu dem Terrarianer gefahren, zum Tiere kaufen, hat sich dort alles angeguckt, dem seine Zucht und so weiter. Mittlerweile läuft ja wahnsinnig viel über Versand. Die Tiere von dem hätte ich mir wahrscheinlich sogar ausschicken lassen. Aber ich dachte, nee, da mache ich das mal wie in der guten alten Zeit. Fahre mit dem Auto dahin, gucke mir alles an und da dürft ihr mich jetzt begleiten. Ich bin mit allen möglichen Strapazen am Ziel meiner Reise angelangt. Der Patrick hier, er lacht, genau, weil ich habe tollerweise hier noch irgendwie so halber mein Auto geschrottet. Das ist jetzt eine extra Story, die, wenn wir die jetzt erzählen, dann ist der Film rum, gell? Da machen wir vielleicht mal ein Special drüber. Nichtsdestotrotz, Auto ist in der Werkstatt, aber ich bin beim Patrick hier. Wir sind hier in der Nähe von Landau. Genau. Und eben, du hattest mir Großkopfgeckos angeboten. Und da haben wir gesagt, bei der Gelegenheit komme ich vorbei, können wir ein bisschen filmen. Und wir sind jetzt hier in in einem deiner Terrarienräume, gell? Genau, im Keller sind wir hier. Wir haben noch einen zweiten Raum, oder ich habe noch einen zweiten Raum, der ist oben. Und jetzt würde ich sagen, wenn du schon mal da bist, dann schaust du auch nochmal drüber. Genau, auf jeden Fall, ja. Und ich denke, wir haben ein bisschen was man anschauen kann. Du hast jetzt sage ich mal so ein Querbeet, gell? Bist so der Terrarianer, nicht mit einer Richtung, sondern das gefällt mir wegen und das gefällt mir wegen so, oder? Das ist mein erster Eindruck. Das ist halt so ein bisschen gewachsen, sage ich mal, über die Zeit. Ich mache das mittlerweile auch schon jetzt fast 20 Jahre und habe eigentlich hab Leguane, ich habe Geckos, ich habe Wasserschildkröten, Landschildkröten. Einfach so nicht spezialisiert, sage ich mal, aber trotzdem denke ich das eine oder andere, was wir hier zeigen können. Ja, super. Schauen wir uns um. Ja, hier so der klassische Terrarianer Keller, ne? Oder man hat irgendwo Platz und da tut man dann die Terrarien aufbauen. Gell? Da ist Keller natürlich immer prädestiniert dafür. Machen wir einfach mal ein wenig einen Rundumblick, oder? Genau, ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier ganz links eigentlich alles, was so ein bisschen Nachzucht ist. Also das sind jetzt halt hier Walzesginke oder Großkopfgeckos in der Nachzucht. Das ist auch ein Teil, was du dann später mitnimmst. Okay, die sind da unter die sind genau unter den Kork oder beziehungsweise Rindestücker sind die jetzt halt, die werden wir, denke ich, später nochmal sehen. Schauen wir uns nachher an, genau. Und hier haben wir jetzt die
Die Toke ist noch im Quarantäne-Terrarium. Toke ist okay. Ja, guck, da in der Ecke sitzt er. Toke ist echt so ein toller alter Klassiker, gell? Ich mag die wirklich. Ja, mittlerweile wäre das aber ein bisschen mehr wertschätzt. Früher war es ja viel mit Wildfang, wo halt reingekommen sind. Genau. Und jetzt durch das WA, ja. plötzlich ist der Toke richtig, was wo Wert hat. Gell? Ah, hier, alter Klassiker, die Leopardgeckos. Gell? Genau, die ersten Reptilien, die ich gehabt habe in meinem Leben. Und das Männchen, auch tatsächlich das erste Reptil, was ich mir gekauft habe. Okay. Das der Grundstein deiner Terrarianer-Laufbahn. Ja, sozusagen. Damit habe ich angefangen. Jetzt mittlerweile auch seit 18 Jahren bei mir, das Tier. Und schon adult gekauft. Also mit Sicherheit schon mindestens 20 Jahre alt, wenn nicht noch älter. Okay. Und immer noch fit. Also hat dieses Jahr auch wieder für Nachwuchs gesorgt. Wobei ich... also ist der ein Mann, zwei Weibchen drin, gell? Genau, ist richtig. Ja. Und der Mann ist der oben in der Quetschspalte, ne? Der seinen Kopf rausstreckt. Aha, also liebe Terrarianer oder an alle Ebbe Leopardgecko mit 20 Jahren auf dem Buckel und noch potent und aktiv. Das heißt eben die Leos, das hat man die letzten Jahre ja schon ein paar Mal gesehen, dass die ganz schön dass die ganz schön alt werden können. Gell? Was haben wir hier? Hier Malachit-Stachelleguane. Ein Männchen, 4 Weibchen. Okay, ich sehe kein einziges. Mal siehst du einen? Hier vorne zum Beispiel. Ah ja, da sitzt er. Das ist ein weibliches Tier. Das wir hier jetzt haben, ein relativ junges weibliches Tier. Das ist ein Tier, was ich selber behalten habe, was ich nachgezüchtet habe und mir dann behalten habe. Und das Männchen zum Beispiel jetzt hier links. Ah ja, da sehe ich ihn auch. Das ist der Mann hier hinten. Okay. Ja, das sieht man fast nicht durch die Blätter. Okay. Ihr merkt schon, wir machen einfach einen kurzen Rundumblick. Wir gehen jetzt auf nichts genauer ein. Wenn ihr zu irgendwelchen Tieren genaueres wissen wollt, gern in die Kommentare schreiben oder auch so, wie gesagt, immer gern kommentieren. Oder ihr könnt auch, lasst mal eure Meinung da, von wegen, na Stefan, jetzt hast du alles nur ganz kurz gezeigt. Mach doch lieber 10 Minuten nur über, was weiß ich, Malachit, Stachelleguane oder so. Oder ist das okay mit dem kurzen Rundumblick? Bin ich auf euer Feedback gespannt. Ja, Patrick, was haben wir hier? Ein leeres Terrarium? Ja, hier haben wir nichts. Ja, da konnte ich mich noch nicht entscheiden, was ich mir dann hole oder mir was reinkommt. Ja, genau. Also da habe ich verschiedene Ideen gehabt und manchmal sind zu viele Ideen dann auch nicht gut. Manchmal sollte man sich auf eins fokussieren und ich habe da mehrere Ideen gehabt und jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich erstmal mich nochmal fokussieren und überlege, was ich da wirklich reinsetzen will und deswegen habe ich es so lange einfach leer gelassen. Okay. Fertig ist es. Also klar, Bodengrund fehlt jetzt natürlich noch, aber an sich ist es fertig. Und, was kann rein? Eben, könnt ihr ja immer eure Vorschläge posten. Ein hohes Terrarium, Felsenrückwände. Was ich phänomenal finde, ich dachte, es wäre eigentlich immer andersrum. Fast immer als Terrarianer hat man ein Tier und dann geht's los, oh, ich brauche ein Terrarium. Ne? In dem Fall ist es andersrum, das ist ja echt interessant. Gell? Dann haben wir hier einen Stock höher. Das klassische Terrarienzimmer, gell? Okay. Jede Menge Wasser auch, ne? Okay, ey, hübsch. Patrick? Genau, es sind Schlangenhalsschildkröten in mehreren Becken. Gelodina mccordy. Getrennt allerdings im Moment nach Männchen und Weibchen, da sie nicht in der Zucht sind. Und deswegen eben Männchen- und Weibchenbecken. Okay, also außerhalb von der Zuchtsaison tust
tust die Männer trennen, ja? Genau, weil die Männer dann doch oftmals die Weibchen bedrängen und dann trenne ich sie. Und deswegen hier die Weibchen eben erkennt man an den Becken, wo die Eiablageplätze drin sind. Zwei Becken mit Weibchen. Und da dieser Sandbereich eben als Eiablageplatz. Und der fehlt bei den männlichen Tieren, weil sie eben keine Eier legen. Deswegen brauchen sie das nicht. Gell? Brauchen sie das nicht unbedingt. Logisch, genau. Und dann machst du irgendwann nach der Winterruhe oder nach dem Winter oder zu welcher Jahreszeit, und dann machst du dann einen Mann rein, oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, also sie machen keine Winterruhe. Das Schildkröte, die es eigentlich das ganze Jahr über warm hat. Deswegen sind sie auch nicht im Keller. Es wäre statisch wesentlich einfacher gewesen, wenn ich die ganzen Aquarien hätte in den Keller stellen können. Aber das hätte mich dann doch im Winter, wenn es dann im Keller halt kühl wird, doch vor Probleme gestellt mit der Heizung. Und deswegen musste sie eben hier hoch, weil sie eben das ganze Jahr warm brauchen. Wir haben hier 26, 27 Grad Wassertemperatur. Und was stimuliert die dann zur Zucht? Oder einfach, also wenn du jetzt einen Mann reinmachst, paaren die theoretisch das ganze Jahr und du machst sie einfach mal rein, mal raus. Also nicht irgendwie saisonal, sondern Also wir haben nur in der Natur 1-2 Grad Differenz über den Jahresverlauf in der Wassertemperatur oder so. Also das ist nicht der Auslöser für die Stimulation. Ach, was? Okay, ja, jede Menge hier. Da hast du 1, 2, 3, 4, 5. 5 Becken, genau. 5 Aquarien. Und relativ, sage ich mal, sporadisch eingerichtet, weil halt die Hygiene der springende Punkt ist oder extrem wichtig ist. Ne? Genau, für mich der entscheidende Punkt, dass ich eine gute Wasserqualität halten kann. Und da ich die Tiere fast ausschließlich auch tierisch ernähre, dass sie fast gar nicht an vegetarische Nahrung gehen oder pflanzliche Nahrung gehen, belastet das natürlich eben das Wasser. Das kann man nicht vergleichen mit dem Zierfischbecken oder mit dem Süßwasserbecken beispielsweise, mit dem Fischbecken. Das ist eine höhere Belastung, Wasserbelastung, und so, wenn ich jetzt Bodengrund drin hätte, wäre das deutlich schwieriger, die Wasserqualität einfach hochzuhalten. Und wenn man das eben sieht oder drüber schaut, ich kann nochmal eine anschauen, dann weiß ich nicht, ob man das sieht auf der Kamera, aber wir haben einfach eine schöne glatte Oberfläche, keine nekrotische Stelle am Panzer. Und das ist einfach... Was dann von irgendwie Bakterien oder so zum Beispiel kommt. Was eben kommt, wenn die Wasserqualität eben abnimmt, dann ist das Risiko, dass sowas eben kommt, höher. Und das lässt sich halt eben dadurch vermeiden, dass man die Wasserqualität immer hoch hält. Okay. Dann hier noch ein paar diverse Gecko-Terrarien, gell? Genau, also wir haben Phelsuma mutabilis beispielsweise, wir haben Phelsuma grandis auch, wir haben Varanus pilbarensis hier. Ja, die Pilbarensis. Da hinten haben wir nochmal Varanus pilbarensis. Ja, genau, da haben wir einen. Das ist das Weibchen. Noch recht jung. Hoffe ich eben auch, dass sie vielleicht in diesem Jahr dann mal Eier legt. Noch eben super adult oder knapp adultes. Genau, adult Weibchen, schon, aber eben noch jung. Dahinter eben auch die Eiablagemöglichkeit. Schon drin stehen. Genau, ja. Der Grund meines Kommens eigentlich sind die Großkopfgecko, gell? Genau, das sind wir hier drin. Picta. In zwei Terrarien momentan, das Männchen im Moment nicht bei den Weibchen mit dabei. Einfach um die Weibchen ein bisschen zu schonen. Deswegen sitzt das Männchen im Moment hier drüber. Zeig mir gerade mal die Weibchen, dass man die Actions. Schauen wir mal, ob wir die Weibchen, die sehen wir mit Sicherheit. Also eins zumindest. Ein Weibchen da unten, gell? Madagaskar Großkopfgecko auf Deutsch, gell? Genau. Gibt es auch verschiedene Arten, in dem Fall ist es die Picta, der am weitesten verbreitetste und am häufigsten. Dann lass uns mal noch kurz die Außenterrarien angucken. Jawohl. Und dann gehen wir die Großköpfe einpacken. Aha, was hast du da drin? Im Moment ist nur das linke besetzt. Eine Phelsuma
Grandis. Das rechte ist gar nicht besetzt, das soll das Zuchtpärchen dann noch raus. Aha. Das steht aber noch gar nicht so lange. Und diese Grandis hast Tag und Nacht hier drin, hier draußen? Oder? Ja, ja. Ach was? Über den Sommer. Also im Winter natürlich nicht, aber über den Sommer sind je nach Temperatur bis September, vielleicht auch manchmal noch Anfang Oktober, je nach Temperatur halt. Ah, das ist aber cool. Und hast du den Eindruck, dass sie das total mögen, lieben oder also nicht zu kalt ist? Oder? Also wir haben es natürlich ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Letzte Zeit hat es viel geregnet bei uns. Ja. Aber ansonsten mögen sie das total. Sonnenlicht, UV-Licht, das Beste, was man eigentlich machen kann. Ersetzbar, ja, das stimmt. Selbst wenn es 2 Grad fehlen, vielleicht gegen das Verbreitungsgebiet, aber es ist, glaube ich, trotzdem absolut wertvoll, gell, wenn man es macht. Also ein schönes großes Männchen eigentlich. Aha, ja, hübscher Kerl. Leider aber nicht so mit der Weibchen verträglich, deswegen sitzt er extra. Okay. Er ist doch sehr, sehr rabiat dem Weibchen gegenüber. Mal, ich gehe gerade. Enten hast du auch? Gänse. Gänse, sind es Gänse, ja? Ja. Ah. Sag ich mal, ein Ganter und 2 Gänse. Hübsch, nicht schlecht. Und hier ist der Landschildkrötenbereich, oder? Genau, jetzt über Sommer eben auch draußen. In dem Fall Steppeschildkröte. Das tut auch Osfildi. Oder eben auch noch die maurische. Wahrscheinlich auch irgendwo, die gehen schon langsam schlafen. Genau, da haben wir auch nochmal 2. Maurische. Aha. Und dann nimmst du diese Frühbeete, hast oben zum Zumachen und mit. Genau, ich habe UV-durchlässige Platte oben drüber, so Altoplatte. Und eben auch ein Netz, weil sie hier eben frei sind. Und wir haben hier eben auch Krähe und Elstern und so. Machst und gerade wenn sie jung sind, muss ich Aha. abdecken, genau, dass sie da nicht weggeholt werden. Und hier eben auch nochmal ein bisschen rein schieben, sonst kann man es nicht aufmachen, dass die Platte mir rausgeht. Eben auch nochmal Breitrand, Schildkröte und griechische. So, mal gucken, wahrscheinlich auch schon schlafen gegangen. Ja, da sind sie. Ah ja. So Breitrand. Aha, das ist eigentlich Hermanni, gell, genau. so wie es aussieht. Genau, Hermanni und eben die Breitrand und auch nochmal Bötcurry, oder? Oder ist es Kräker? Genau, ja. Jetzt haben wir noch ein letztes Terrarientier, wenn auch kein Reptil, sondern Amphib. Also hier draußen oben abgedeckt, weil sie sich eben an der Ecke hochschieben können. Laufen sie hoch, ja? Ja, also gerade wenn es feucht ist, muss man aufpassen, dass sie sich eben hier nicht rausdrücke oder hochschiebe. Ach was, deswegen muss ich oben zumachen. Deswegen ist zu. Ah, genau, okay, ein hübscher Feuersalamander. Oder hier schon, ja genau, hier haben wir auch nochmal 2. Auch noch recht junge Tiere. Weißt du Verbreitungsgebiet ursprünglich mal? Also laut dem Verkäufer sollen sie aus dem Schwarzwald kommen. Aber ich weiß nicht, also genetisch habe ich jetzt keine ich gehe mal schwer davon aus, über Generationen gezüchtet, also du wirst hier keine illegal gefangenen Tiere Nein, auf keinen Fall. Also ich habe sie nicht aus der Natur entnommen, sondern ganz legal mit Papieren gekauft und auch bei der Behörde angemeldet. Aha. Also alles gut. Gehe ich davon aus. Statt Intro-Tierchen machen wir heute Outro-Tierchen. Hä? Deine Gänse, was sind das für welche? Das sind afrikanische Höckerglanzgänse. Okay. Hübsch. Ein Männchen oder ein Ganter und 2 Gänse. Ganter und 2 Gänse. Okay. Ich denke, man sieht es an der Größe, wer der Ganter ist und wer die Gänse sind. Am Kopf, von der Kopfform, genau. Am Schnabel. Gell? Ja, schöne Outro-Tierchen. Patrick, echt interessant. Wir gehen jetzt noch rein die Geckos einpacken und machen
alles andere, aber ich glaube, für die Reptil-TV-Community reicht der Rundumblick. War echt schön, war interessant. Danke auch fürs Zeigen. Gerne. Ja, und ihr bleibt mir treu und checkt mal die anderen Terrarianer aus, weil das ist immer eine coole Sache. Früher hat man es immer so gemacht, hat man sich gegenseitig besucht. Ja, ich glaube, das leidet ein bisschen, oder aufgrund des Internets leidet es vielleicht fast wenig, aber das ist echt immer schön und man lernt immer wenig was dazu, kriegt neue Ideen. Ich fand es super cool. Bleibt mir treu, Daumen hoch geben, gerne, wie gesagt, vorher schon Kommentare drunter lassen und bis zum nächsten Mal.